Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen, je nachdem. Heute muss ich mal ein bisschen leider improvisieren, weil das Video, was ich eigentlich für heute jetzt geplant hatte, oder für das Wochenende, das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ich habe da ein bisschen Mist gebaut. Deshalb wird das sich um eine Woche verschieben. Deshalb habe ich mir überlegt, ich zeige euch mal, wo ich Mist gebaut habe. Und mal ein paar Sachen, wo ich so zwischendurch dran bin, wo ich aber keine Videos zu mache. Ne? Die Videos, die mache ich immer nur bei Sachen, wo ich denke, dass die euch interessieren. Ich zeige euch mal ein bisschen was ich auch so noch unter der Woche so betreibe. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, weil ich da so noch nebenbei noch mache. Dann hoffe ich mal, das Ganze als Ersatzvideo interessiert euch. Ich hoffe, es gefällt euch, bleibt dran. Wir sehen uns. Das ist der Übeltäter, warum es dieses Wochenende nicht das Video gibt, was ich eigentlich mit dem Teil hier machen wollte. Ich habe mich da ein bisschen verkalkuliert. Also von der Höhe her war es eigentlich okay. Das wäre auch schön gewesen, aber ich habe leider hier drin ein bisschen Mist gebaut. Und die 2 Liter Silikon haben leider nicht gereicht. Das erkläre ich euch dann im richtigen Video. Ihr könnt ja schon mal spekulieren, was das hier sein könnte, was ich da die Silikonform mache, damit ich sie schäumen kann. Ne? Also spekuliert schon mal in den Kommentaren. Ne? Das ist, wie gesagt, ich habe da ein bisschen was, ich hatte da was drunter gemacht, damit das nicht also auf der Pappe aufliegt. Noch ein bisschen unten der Boden ein bisschen dicker ist. Hat auch schon ein bisschen abgeschnitten. Problem war nur, ich habe bei der Höhe hier von der Pappe nicht berechnet, dass ich das noch unten drunter gemacht habe. Deshalb steht das jetzt hier über, sonst hätte das nämlich wirklich super gepasst mit der Höhe und alles. Das ist quasi hier der, vielleicht Zentimeter, wenn es ist, der mir fehlt. Ich muss auch hier am Rand, glaube ich, noch ein bisschen, auch noch einen Zentimeter, 2 noch draufsetzen. Weil das hier, das wird mit der Bündigkeit dann trotzdem nicht hinhauen. Ich muss hier oben auch noch ein bisschen was dicker haben. Also so gut einen Zentimeter, 1,5 muss ich hier noch drauf kippen. Wie gesagt, mir ist jetzt das Silikon ausgegangen. Ihr wisst ja, ist ja nicht gerade billig das Zeug. Also das bisschen hier, das Teil, das sind jetzt schon mal 80 €, ne? Ohne das Teil hier drin. Da muss ich jetzt nochmal, Gott sei Dank hatten sie das jetzt im Angebot, allerdings in einer anderen Farbe. Sieht bestimmt nachher gut aus. Das hier alles in grün und oben kommt noch lila drauf. Aber ist egal. Ne? Leider dauert das ein paar Tage, bis ich es kriege. Das dann dazu, warum ich halt dieses Wochenende nicht das vernünftige Video mache. Ich tue das jetzt hier auf Seite so lang. So. Aber, wie ich euch ja schon versprochen hatte, ich zeige euch mal so ein paar Sachen, wo ich momentan dran bin. Ich hatte jetzt letztes Jahr mit dem Schädel, mit dem Servoschädel das gemacht. Da hatte ich mir dann 3 Schädel gemacht. Das hier ist jetzt der zweite. Da bin ich jetzt, habe den hier oben ein bisschen ausgehöhlt, der Auren auch, habe den dann hier drauf geklebt. Wie gesagt, ist jetzt noch so ein Rohbau erstmal. Ich muss jetzt noch gucken, ich werde wahrscheinlich hier noch ein bisschen mit Fliegengitter hier so ein bisschen Bänder drauf, dass der besser hält. Der ist zwar hier drinnen angeklebt mit Pattex und ich habe hier noch so einen Kranz drauf gesetzt, dass der ein bisschen mehr Klebefläche hat. Aber zum Sichergehen werde ich wahrscheinlich hier noch so ein bisschen so an ein paar Stellen hier unten noch ein bisschen mit Fliegengitter, dass der nicht abreißen kann. Dann kommt hier so eine Flammenlampe rein. Natürlich mit Silikon. So eine, wie ich hier im Hintergrund immer stehen habe. Also quasi die Lampe mit dem Teil drauf. Ja, das schmiere ich ja dann mit rotem und gelbem, orangen Silikon dann ein. Wir können eigentlich auch mal gucken, ob das so reinpasst. Oh, klappt. Ja, so soll das dann aussehen. Also ich hoffe, das kann man so sehen. Ja. Muss mal gucken, ich weiß nicht, ob ich hier innen drin dann auch noch pinsel, aber wahrscheinlich schon. Also wenigstens hier oben so am Rand. Ja, muss ich jetzt gucken. So, wie gesagt, das wird eine Fackel. Das ist mal wieder ein Update zu denen, die ich schon so gebaut habe. Ich dachte, mit so einem Schädel ist vielleicht auch mal was. So vielleicht ein bisschen was für Chaos oder irgend sowas. Mal gucken. Das ist dann halt, wo ich jetzt hier mit dem Schädel mal ein bisschen was probiere. Den tun wir auch mal auf Seite. Ja, und dann mein momentan, jetzt egal,
Mein momentanes Projekt, was ein bisschen am Eskalieren ist so eine Art Kampfhandschuh, so ein bisschen prothesenmäßig für einen Mechaniker. Da habe ich jetzt hier so eine PET-Flasche reingetan erstmal. Das ist dann, wenn man sowas baut, ist das manchmal nicht schlecht. Ja, Arm können wir rein, die Finger sind absichtlich, hier habe ich so ein bisschen klobiger gemacht. Dann habe ich dann hier mit 6er Matte hier so ein bisschen was aufgeklebt. Dann noch 6er Matte und so ein bisschen, weil das sollte noch so ein bisschen mit Schlagringen, so ein bisschen die Optik kriegen, so mit so Dronnen. Da habe ich dann hier noch so ein paar Sachen drauf geklebt. In die Finger habe ich dann ein Rundholz rein, damit das dann auch bei den Fingern, damit das dann nachher auch die Dicke ist, dass man auch den Finger reinkriegt. Da müsst ihr immer so ein bisschen drauf gucken. Hier zwischen das hier, also quasi den Handschuh selber, das ist ein Schweizer Handschuh. Den werde ich dann noch in einem dunkleren Braun was einfärben, damit der nicht so ins Auge fällt. Und dann fange ich dann an mit Flexipaint, weil das erste, ich hatte das schon mal für den Handschuh gebaut. Ja, das hat jetzt nach, ich weiß nicht wie viele Jahren der Latexkrebs dahin gerafft. Das Teil hier, das werde ich dann jetzt mit Flexipaint machen. Dann habe ich hier ein Batteriefach, weil wir haben uns überlegt, das Ding könnte ja auch ein bisschen Elektrik kriegen, das sieht bestimmt nicht schlecht aus. Dann kommt dann hier wieder so rein, aus der Ecke rauskramen. Ich habe dann hier so das Batteriefach, gut dann hier rein. Habe ich dann extra auf der Innenseite gemacht. Also der Handschuh soll ja auch so ein bisschen in-time-fight tauglich sein, also in-fight tauglich. Dann muss ich hier noch ein Loch reinmachen, dann mache ich jetzt gleich auch den Lötkolben habe ich schon angeworfen, dann kommt hier ein Loch. Hier habe ich so ein bisschen was weggeschnitten, dass man das hier reinführen kann. Und dann kommt hier wieder so ein LED-Draht. Ich will das Ganze so machen, dass man dann auch, wenn mal was kaputt gehen sollte, relativ schnell austauschen kann, beziehungsweise wenn man dann hier das Batteriefach rausnehmen kann, dass dann quasi nur noch der Draht dann ist, dass der komplett IT-kampftauglich ist für ein Infight. Da kann dann ja nichts mehr passieren, wenn hier nichts mehr drinnen ist, außer dem Draht, und der Draht, der liegt dann hier drunter. Für den Draht dann besser auszutauschen, hatte ich mir dann auch was überlegt. Dafür muss ich mal hier meine Krambox drüber holen. Und zwar hat das ja mit den Neodynmagneten so halbwegs gut funktioniert. Bei dem Schädel, das habe ich mir überlegt, dann kommen hier an den Stellen, die hier offen sind. Ich habe hier extra auch so ein bisschen freigelassen. Dann, wenn ich dann den Draht drin, das mache ich dann aber erst später. Ich will nämlich erstmal alles pinseln, auch hier innen. Dann kann ich nämlich hier die Platten, kann ich dann auch vernünftig machen. Die kriegen dann hier, wo die weißen Punkte sind, außer hier in der Mitte, da ein bisschen wieder mal Denkfehler gehabt, da hätte ich vielleicht auch noch einen machen sollen, aber ich hatte das hier schon weggeschnitten. Dann kann man das nämlich dann mit den Neodynmagneten hier so festmachen. Das sind dann hier 3 Stellen. Der Rest ist dann quasi dann für so Anbauten und so, um die ein bisschen zu fixieren, damit die nicht abreißen. Den Schlauch hatte ich erst so frei, aber ich dachte, naja, wenn da irgendwie, naja, dann kann ja mal hängen bleiben, dann reißt das ab. Deshalb habe ich den hier so ein bisschen mit so einer Schelle gemacht. Wie gesagt, da kommen dann Neodynmagneten rein, dass man das dann hier überall an den Stellen dann hier so drauf machen kann. Mal gucken, wie gut das dann funktioniert. Aber ich denke mal, das wird schon klappen. Bin noch am Überlegen, ob ich hier noch so ein paar Schläuche mache. Ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen wieder was vorbereitet. Habe dann eine 16er Matte wieder genommen, wie bei dem Servoschädel. Habe das so ein bisschen abgekantet und dann rund geschliffen. Da machen wir dann jetzt wieder so einen Schlauch wie hier dann draus. Das klappt eigentlich ganz gut, finde auch, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dass wir hier noch, wo das Batterieding ist, noch irgendwie noch ein paar Schläuche oder Leitungen dran machen. Vielleicht auch noch ein paar Zahnräder. Ja. Die sehen dann hier so aus. Da ich dann, das geht eigentlich auch ganz einfach. Kann ich euch auch mal ein bisschen erklären. Das Video. Vielleicht könnt ihr da ja auch noch ein bisschen was von mitnehmen. So. Zwar bin ich dann hingegangen. Mal gucken, ob ich noch ein paar Dinge in der Größe habe. Kugelschreiber müsste ich auch haben. Ja. Bin dann hingegangen. Habe dann quasi mit dem Locheisen so ein paar Sachen in der Größe ausgestochen, also verschiedene Größen. Dann bin ich hingegangen. Ich habe hier so einen
das habe ich schon ewig. Keine Ahnung, wie das sich nennt. Auf jeden Fall sind da verschiedene Kreise drauf. Da gucke ich dann immer irgendwas, was man dann so halbwegs dann in den Kram passt von der Größe her. Ja, keine Ahnung, was ich hier genommen habe, aber im Endeffekt ist das eigentlich auch ziemlich egal. Hab dann so halbwegs geguckt, dass ich hier so in die Mitte komme. Ja, der Kugelschreiber, der schreibt irgendwie nicht. Das ist natürlich dann nicht so gut. Ja doch, jetzt ja. So. Bin dann quasi hingegangen. Hab dann hier so, ja, so halbwegs mittig, ist nicht ganz mittig, aber ist nicht schlimm. Bin dann hingegangen, hab dann hier so einen Kreis in der Mitte gemacht und hab dann hier so quasi die Teile mit dem Lötkolben gemacht. Mal gucken, vielleicht ist es schon warm genug. Mal schauen, ob man am besten irgendwas noch zum drunter legen. Haben wir natürlich wieder nichts. Kennt man ja bei mir. Na, habe ich hier wirklich nichts. Ja, egal. Nimm mal hier die Zange als Unterlage. Kann auch nichts anbrennen. So. Bin ich dann quasi hingegangen, hab das dann so frei Schnauze gemacht. Erstmal noch nicht komplett dann durchgekokelt. Ich ein bisschen die Abstände ein bisschen kleiner machen sollen. Das Zahnrad wird jetzt ein bisschen größer. Müsst auch immer ein bisschen aufpassen beim Reinpacken. Das ist ein bisschen heiß an den Stellen, wo er dann gerade gekokelt hat im Lötkolben. So, das ist jetzt schon mal so das Grobe. Und den Rest geht dann einfach nur mit dem Lötkolben. So. Bei dem Schädel bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, was ich da jetzt noch so mache. Ich denke mal, oben kommt noch so ein bisschen so eine Krone oder sowas drauf. Mal schauen. So ganz sicher bin ich mir da noch nicht. So, und schon habt ihr so ein Zahnrad. Jetzt bin ich dann natürlich hingegangen, damit das noch ein bisschen besser aussieht. Der ein oder andere kennt das ja schon, so ein bisschen vom Trick her. Das ist eigentlich keine große Sache. Ihr macht quasi nur die Spitze raus. Am besten macht ihr auch noch eine Schraube raus. Dann könnt ihr das eigentlich besser machen. Aber wie gesagt, das geht auch so. Das ist quasi wie als wenn er Nieten macht. Drückt das hier so ein bisschen rein und schon habt ihr ein bisschen, sieht das schon wieder noch ein bisschen anders aus wie jetzt ohne. Ja, ist ja hier so quasi dasselbe, nur dass ich hier noch nicht das rausgekokelt habe. Das könnt ihr dann in verschiedenen Größen machen. Gut, mit dem Loch, das ist dann quasi immer so dieselbe Größe, ne? Oder dann in der Mitte habt. Könnt ihr, je nachdem, könnt ihr ja euch den Finger bald verbrennen. Tun wir mal schnell wieder das Ding hier rein. Das war jetzt natürlich nicht unbedingt das Optimale, aber ich habe noch Glück gehabt, ich habe mal nicht den Finger verbrannt, Leute. Jetzt habe ich das noch hier auf dem Ding drauf. Fehlt mir noch, dass ich meine schöne, schon versiffte Matte noch angucke. So, probieren wir noch uns. Dann brauchen wir nämlich gleich noch, wenn wir ja noch die Schläuche machen wollen. So, auf jeden Fall, so können wir dann so kleinere Zahnräder machen. Ihr seht ja hier, und das habe ich dann hier so drauf geklebt. Ne? Die Teile hier, das ist eigentlich nur, das sind auch Zahnräder, allerdings habe ich hier dann nicht komplett durchgekokelt, damit es dann nachher besser hält. So für die Optik nur, habe dann noch so ein bisschen so eine Pyramide drauf gemacht, hat da so ein bisschen was wie ein Schlagring, hier dann noch im Lötkolben so ein paar Nieten rein. Ja, und hier dann halt so aus 3er, 6er Matte und so, hat dann hier so da drauf. Ganze dann so ein bisschen hier so rein, dass das so aussieht, als wenn die Zahnräder dann da so ineinander, dass da irgendwas arbeitet. Dass das so ein bisschen mechanischer aussieht. Wie gesagt, ist noch nicht ganz fertig, aber so ungefähr soll das dann nachher werden. Ja. Ich hoffe mal, das Ganze ist jetzt nicht ganz so langweilig für euch. Ich mache das Video nicht allzu lange, brauche ich nicht allzu viel zu schneiden. Wie gesagt, das ist schon so eine Idee. Also wird das dann, wo ich auch noch am Überlegen bin, hier vorne vielleicht auch noch Neodyn-Magnete, so ein oder zwei Finger hier, vielleicht nur einen hier vorne, so einen kleinen rein,
dass man hier noch so irgendwie hier so ein Schraubenschlüssel, so ein Stück ransetzen kann, wie so eine Prothese. Wisst ihr, dass man dann quasi so mit dem Finger dann da schrauben könnte oder sowas. Das ist vielleicht auch noch, oder so ein Messer, so ein kleineres dran oder irgend sowas in der Art. Da bin ich auch noch am Überlegen. Das wäre bestimmt auch noch eine lustige Idee. Oder hier mit dem Daumen, genau, mit dem Daumen hier die Schrauben anziehen oder sowas. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich sowas mache. Das ist vielleicht auch noch eine interessante Idee. Naja, aber so im Großen und Ganzen. Ich werde jetzt hier noch so ein bisschen was dran. Wie gesagt, hier könnt ihr auch noch so einen Schlauch, den werde ich dann hier so links und rechts dran machen. Mal gucken, ob ich den dann hier so von den Seiten hier so quasi so dran mache oder was, da weiß ich noch nicht. Dann bin ich noch am Überlegen, noch mal was anderes auszuprobieren. Ich werde den Kasten für das Batteriefach, werde ich wahrscheinlich hier vorne noch so ein Stück Matte noch dran, dass das quasi hier schon fest ist. Und dann muss ich uns gucken, wie ich das am besten mache. Hier kommen dann 2 Neodynmagnete dran. Und der Rest muss ich uns gucken. Ich bin mir noch nicht so schlüssig. Ich will das so machen, dass ich das diesmal alles komplett gut pinseln kann. Innen, außen, alles. Und dann auch von den Verschlüssen diesmal ein bisschen gucken. Ich hatte mir nämlich überlegt, dass ich dann eventuell hier, so wenn ich dann hier das Stück habe, was zum Klemmen reinmache. Ne, also gar nicht mit dem Fliegengitter, so wie ich das immer zum Klappen habe, sondern was zum Reinklemmen, also links und rechts. Irgendwie was dann so für unter die Matte und den Rest dann hier quasi mit den Neodynmagneten. Ne. Apropos, wir könnten jetzt mal gucken. Prinzipiell könnte man schon mal hier das Loch reinmachen für den Kabel. Machen wir lieber ein bisschen größer. Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher, wie gut das dann da rauskommt. So, das sollte eigentlich reichen. Dann werde ich hier keine Durchführung machen. Das bisschen Kabel, das geht dann hier so rein. Da mache ich dann nichts. Ja, dass der ein bisschen so quasi im Freien ist, aber da kann nichts passieren. Das wird dann quasi hier so das schwarze Teil hier. Ja, also hier das Stück, das dann quasi hier so das Zwischenteil ist. Das fällt dann nicht so ins Auge. Wie gesagt, ich will es diesmal so bauen, dass man quasi das ganze Ding demontieren kann. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe zwar, glaube ich, keine Batterien in dem Ding drin und auch, glaube ich, keine hier rumliegen. Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Wir können ja schon mal gucken, wie das mit dem Draht so durchpasst. Normalerweise sollte das gut gehen. So, hier tun wir den Draht dann quasi da durch. Dann gehen wir hier. So, gucken wir, dass wir den mal schon mal komplett mal rund wickeln. Einfach nur mal zu gucken, ob das gut funktioniert. Man ist ja neugierig. Ja, hier unten, das hätte ich ja nicht so weit machen müssen, aber ja. Ich wieder ein bisschen. Ich hatte nämlich mir mal wieder einen kleinen Denkfehler. Ich hatte nämlich gedacht, ich müsste den Stecker hier noch durchdrehen, aber das ist ja Schwachsinn. Ich habe hier den Anfang. Wie gesagt, das sind immer so Denkfehler, die ich immer schon mal beim Bauen mache. Und ich hatte mir nämlich überlegt, erst hier diese Lochplatten hier fest dran zu machen. Nur ich hatte mir überlegt, wenn ich dann den Draht da durchmache, bleibt er eventuell dann an den Löchern oder was hängen und dann kriegst du dann relativ schlecht durch. Und dann auch zum neu reinmachen ist das vielleicht dann noch nicht so ganz das Optimale. Jetzt haben wir hier quasi eine Führung, wo man das dann quasi immer so durchmachen kann. Mal schauen. Prinzipiell hätte ich ja schon Bock, da mal mit Licht auszuprobieren, wie das dann aussieht. Mal schauen. Also bis jetzt glaube ich schon mal ganz gut. Wie gesagt, wenn man dann die Platten dann daraus macht, hat man dann auch, dass man das gut umbauen kann. Kann ja sein, dass man die Elektrik kaputt geht oder die Batterie halt dann gewechselt werden muss. Das sollte dann eigentlich relativ einfach gehen.
Obwohl bei dem Draht mache ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen. Der scheint relativ robust zu sein. So, das Ganze tun wir jetzt hier so ein bisschen drumherum knödeln, dass sich nicht so einfach hier verschwinden kann. Den Rest tun wir hier runter, dann hält das nämlich. Schon haben wir dann quasi den Draht, zwar lose hier drin, aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Dann kommt das Ganze, vielleicht hätte ich den noch ein bisschen länger lassen sollen. Aber wie gesagt, ist ja jetzt erstmal nur zum Testen. So. Zack, haben wir das Ding drin. Dann natürlich oben die Platte kriegt dann wieder so ein kleines Loch rein, damit man dann auch drücken kann. Ne? Und dann ist halt die Überlegung, dass der Draht dann quasi hier so ein bisschen durch die Löcher dann durchleuchtet und dann hier vorne dann auch noch so ein bisschen was rauskommt. Mal gucken, wie es dann später aussieht. Also das ist so, wo ich momentan halt dran bin. Die Magneten müsste ich auch noch hier noch haben. Ja, reicht. Wie gesagt, jetzt kommen hier kommt noch ein bisschen was drauf und da könnt ihr mal was sagen. Vielleicht wollt ihr den Rest ja auch noch sehen. Ja Leute, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Entschuldigung, dass es diesmal nicht so ein richtiges Bastelvideo wird, sondern mehr so nur, was treibt ihr da so? Mal abgesehen von den Videos, die ihr macht. Ich hoffe aber mal, dass das trotzdem ganz interessant war. Wenigstens, dass ihr schon mal so ein bisschen gesehen habt. Wenn ihr noch den Rest von dem Handschuh, wenn ich ihn fertig mache, sehen wollt, oder von der Fackel oder von beiden, kann ich dann noch mal ein kurzes Video machen, wie jetzt das, wo ich euch dann noch so ein paar Sachen dann zeige, wie es dann fertig aussieht und mit Elektrik drin. Wie gesagt, liegt jetzt an euch. Wie gesagt, für das nächste Wochenende ist dann geplant hier das Teil. Ne? Also am Dienstag oder Mittwoch soll der Rest Silikon dann kommen und dann hoffe ich mal, dass das für nächstes Wochenende dann klappt. Ich denke mal schon. Hoffentlich verträgt sich dann das Silikon miteinander. Das ist zwar derselbe Lieferant und auch dasselbe Silikon. Sieht auf jeden Fall danach aus, nur halt eine andere Farbe. Lila ist ja auch mal was, grün mit lila sieht ja auch ganz lustig aus. Ja, dann war es das. Wie gesagt, sorry, dass es diesmal nicht das Video gibt, was ich eigentlich geplant hatte, aber ich musste ein bisschen jetzt improvisieren, so auf die Schnelle. Weil ich ziemlich spät mit dem Video angefangen hatte, die Woche, erst am Donnerstag, beziehungsweise Mittwoch und Donnerstag. So ein Video braucht ja ein bisschen Zeit. Ich hoffe mal, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, dass wir die Watchtime mal mit den 4000 Stunden voll kriegen. Das wäre natürlich auch schön. Das ist jetzt mein nächstes Ziel. Die 1000 Abonnenten haben wir ja schon längst voll. Jetzt das nächste Ziel sind dann die 4000 Stunden Watchtime. Also wäre schön, wenn ihr die Videos dann ein bisschen länger guckt. Lasst sie nebenher laufen. Allerdings nicht stumm schalten, das zählt dann nicht. Aber wäre schön, wenn ihr sie ein bisschen länger laufen lassen könntet. Damit würde mir nämlich auch helfen, mich unterstützen. Weil so Videos mit dem Silikon und so, das ist nicht gerade billig. Wie gesagt, jetzt muss ich nochmal, Gott sei Dank war das im Angebot jetzt, das, was ich noch nachbestellt habe. Wie gesagt, das Silikon hier sind schon allein 80 €. Plus dann noch das Teil, was ich dann abschäumen will, beziehungsweise erstmal eine Silikonform von mache. Also so ein Schäumvideo mit Silikonform, das ist immer eine teure Angelegenheit. Und das zahle ich ja alles aus der einen Tasche. Deshalb mache ich nicht so oft so Sachen, weil das halt Jule nicht Geld geht. Und die Nachfrage ist auch nicht unbedingt so berauschend. Ja, also genug erzählt. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns nächste Woche bei dem Teil, wovon ich dann schäume. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr meint zu wissen, was das ist. Vielleicht der ein oder andere weiß es ja. Ja, dann sehen wir uns nächstes Wochenende bei dem Video. Wir sehen uns.